Ich versuche, mir als Coach schon recht früh ein erstes Bild von den TeilnehmerInnen zu machen und bitte daher um eine Vorstellungsrunde. Welchen Background und welche Interessen haben sie? Wo liegen Schnittmengen? Wo möglicherweise Konflikte? Welche Hierarchien, Kulturen und Werte treffen hier aufeinander? Das hilft mir, mögliche Dynamiken unter der Wasseroberfläche besser zu verstehen. In meiner Moderation kann ich dann gegebenenfalls in diese Dynamiken einsteigen oder gegen diese Dynamiken arbeiten. Bevor wir jedoch durchstarten, würde ich euch bitten, lasst uns noch eine kurze Vorstellungsrunde machen. Gibt es jemanden, der anfangen möchte? Ja, ich fange gerne an. Ich bin Robin, bin seit tatsächlich schon 15 Jahren jetzt bei Pappelheld mit am Start. Als Partner und auch als Teil des Leadership-Teams. Und ja, ich werde auch letztendlich die Idee sponsoren bzw. auch dann verantworten. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, was da heute auf mich zukommt. Kann aber gleich schon mal vorweg schicken, ich bin eher so ein klassischer Marketinghase und vielleicht auch manchmal ein bisschen sperrig, aber ich bin ganz ja, positiv gestimmt, dass ich hier den neuen Weg mit beschreiten kann. Ja. Ich bin die Ida. Ich bin seit einem Jahr jetzt bei Pappelheld und Innovationsmanagerin, bringe das Design Thinking Mindset mit und habe auch die Idee, die ich gleich erklären werde, mit auf den Weg gebracht. Und ich bin gespannt, was wir heute aus der Idee dann schaffen werden. Ja, ich bin Yannick. Ich bin jetzt schon seit 4 Jahren bei Pappelheld, arbeite als Tech-Lead und bin dann später für die Umsetzung des Konzepts verantwortlich. Und ja, ich bin ein großer Open-Source-Fan. Technologie insgesamt finde ich mega spannend einfach und in meiner Freizeit spiele ich auch sehr gerne Brettspiele. Super, vielen Dank für eure Vorstellung. Was haben wir über die Teilnehmerinnen in der Vorstellungsrunde bereits gelernt? Robin spricht kategorisch von alt und neu und ordnet sich eher dem Alten zu. Er scheint dem Neuen noch skeptisch gegenüber zu stehen und wird dies sicher durch Bedenken zum Ausdruck bringen. Er spricht als erstes und definiert sich über seine Führungsrolle. Es scheint im Workshop also eine Hierarchie unter den TeilnehmerInnen zu geben. Ida brennt für Innovation, Design Thinking und den damit verbundenen Kulturwandel. Ihr progressives Denken ist möglicherweise schon der erste Wertekonflikt zu dem eher konservativen Robin. Sie hat außerdem einen Wissensvorsprung in der zu erarbeitenden Idee, dass sie den Prozess bis hierher geleitet hat. Yannick wiederum brennt für die Nutzung von modernen Technologien. Das könnte im Kontext MVP einen Aufwandstreiber darstellen. Letztlich geht es im MVP ja um die Validierung von Problem und Lösung mit möglichst wenig Aufwand. Technologien können jedoch auch Komplexität mitbringen, die anfänglich noch gar nicht notwendig ist.